Und ich bin gespannt, was für ein Rezept ich heute bekomme. Das habe ich noch nie gekocht. Bin gespannt, wie das wird. Wow! Letzten Endes gelingt das doch irgendwie. Hallo, ich bin Franzi und ich zaubere heute gemeinsam mit Christiane und Lina ein tolles 3-Gänge-Menü für euch. Jeder von uns hat ein Rezept bereitgestellt. Ich bin Lina. Ich bin die Christiane. Ich kümmere mich um die Vorspeise und das Rezept habe ich von der lieben Lina. Und zwar chinesischen Gurkensalat. Das Besondere an dem chinesischen Gurkensalat ist, dass im Vergleich zum deutschen wird die Gurke nicht geschnitten, sondern geschlagen, dass sie eben wirklich ein bisschen zerquetscht ist. Denn erst so kann halt der Geschmack wirklich in die Gurke ziehen. Ein sehr simples und sehr leckeres Rezept. Deswegen, liebe Franzi, viel Spaß mit diesem Rezept. Oh, danke schön. Chinesisch, verstehe ich nicht. Ist das jetzt echt? Tausend Dank für den chinesischen Gurkensalat, Lina. Ich bin sicher, dass der super gut schmecken wird. So, im ersten Schritt müsste ich erstmal die Gurken oder Gurke waschen. Dann muss ich die Gurke fest, aber sanft schlagen. Ah ja, die wird tatsächlich... Ich glaube, die ist jetzt gut so. Zum nächsten Schritt würde ich mal sagen. Anschließend die Gurke in mundgerechte Stücke schneiden und in einen Sieb geben. Ich werde jetzt hier über diese zermatschten Gurken etwas Salz streuen. Und während die Gurken jetzt etwas kühlen, kann ich schon mal die 2 Knoblauchzehen hier nehmen und hacken. 10 Minuten sind rum und ich hole jetzt die Gurken wieder aus dem Kühlschrank. Den Knoblauch gebe ich jetzt quasi hier drauf. Sesamöl dazu. Und abschließend kann man noch ein paar Sesamkörner auf den Gurkensalat geben. Dann sieht das auch noch sehr, sehr schön aus. Also es riecht auf jeden Fall sehr schön würzig. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut schmecken. Essen bedeutet für mich Emotion. Ganz viel Freude. Genuss. Wenn ich hungrig bin, dann werde ich zickig. Esse ich einfach ein Stück Obst. Geh schnell essen, weil es schnell gehen muss. Alle Rezepte findet ihr übrigens hier unten in der Videobeschreibung. Ich habe für den Hauptgang Tafelspitz mitgebracht. Wenn ich das Gericht esse, dann denke ich an zu Hause. Immer wenn ich bei meiner Mutter war und sie fragte mich, was ich mir wünsche, habe ich mir das gewünscht. Das Schwierigste an dem Gericht wird wohl sein, das Fleisch auf den Punkt gar zu bekommen, aber du schaffst es schon, Lina. Hier ist mein Rezept für unseren Hauptgang. Viel Erfolg damit. Wow, Tafelspitz. Das habe ich noch nie gekocht und noch nie gegessen. Aber ja, ich bin gespannt, wie das wird. Die erste Seite sind nur Zutaten. Das Ganze soll fast 3 Stunden dauern. Dann fangen wir mal an und als erstes nehmen wir einen Teil des Gemüses. Das kommt nämlich in die Brühe. Ich finde, das A und O für ein gutes Rezept sind frische Zutaten, weil mit denen steht und fällt das Gericht einfach. Fleisch hier reingeben mit dem Lorbeerblatt und den Pfefferkörnern. Und jetzt schmeiße ich noch das Gemüse hinzu. So, das muss jetzt 2 Stunden lang leicht köcheln. Jetzt mache ich die Salzkartoffeln. Ich habe die Kartoffeln schon geschält und gewaschen. Und dann kommen sie für 15 bis 20 Minuten in kochendes Salzwasser. Für die Meerrettichsoße Butter oder Margarine in einem kleinen Topf zerlassen, Mehl unterrühren, so lange darin erhitzen, bis es hellgelb ist. Brühe hinzu. Riecht schon ziemlich lecker. Ich bin ganz gespannt, wie es am Ende schmeckt. Dann den Meerrettich unterrühren, die Soße mit Salz, Zucker und Zitronensaft abschmecken. Schön verrühren. Jetzt muss einfach nur noch das Fleisch rausgeholt werden. Das muss noch mal kurz 10 Minuten ruhen, damit sich der Fleischsaft setzt. Und dann können wir auch schon schneiden und anrichten.
Wow, das sieht doch super aus. Jetzt bin ich gespannt, wie es gleich schmecken wird. Aber so wie es riecht, wird es richtig gut. So, dann geht es direkt weiter mit dem Anrichten. Das Auge ist ja mit. Achtung, das Lorbeerblatt nicht. Das schmeckt nicht so gut. Jetzt kommt auch schon das Fleisch dazu. Ich nehme mal die ganz schöne Scheibe. Diese hier. Und es riecht schon echt richtig gut. Jetzt fehlt nur noch die Soße. Und die Petersilie dazu, die gibt dem ganzen Gericht nochmal so einen schönen Farbtupfer. Also mein größter Kochfail ist, Als ich mal ein gekochtes Ei aufwärmen wollte in der Mikrowelle und es dann explodiert ist. mir ist, glaube ich, schon alles passiert. Ich bin sehr tollpatschig in der Küche. Kartoffeln, die ich regelmäßig anbrennen lasse. Mit welchen Freundinnen würdest du denn ein 3-Gänge-Menü machen? Schick ihnen doch einfach mal dieses Video und lasst euch inspirieren. Und ich habe hier das Mousse au Chocolat als Nachspeise mitgebracht. Das ist eines meiner allerliebsten Rezepte aus Frankreich. Die größte Herausforderung ist, dass das Mousse au Chocolat schön leicht und fluffig wird. Das kann manchmal tricky sein, aber ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Mousse au Chocolat. Oh, mal gespannt, ob das gelingt. Danke, Franziska. Und jetzt geht's los mit den Eiern. Mal gucken, ohne Schale. Hier kommt das Eiweiß rein. Jetzt geht's weiter mit Eiweiß und Sahne separat schlagen. Das dauert jetzt ein bisschen. Und jetzt mache ich das Wasserbad. Währenddessen mache ich schon mal die Schokolade klein. Das Wasserbad ist jetzt fertig und jetzt wird die Schokolade und die Butter geschmolzen. Kommt da rein. So, jetzt kommt sie ins Wasserbad. Das schmilzt jetzt schon ganz schnell. Das ist irgendwie cool. Oh, ich freue mich schon darauf. Das riecht so lecker. Ich bin mal sehr gespannt. Dann kommt jetzt erstmal das Eigelb wieder dran. Das wird geschlagen mit heißem Wasser. Jetzt kommt der Zucker. Jetzt kommt die Schokolade. Da bin ich mal sehr gespannt. Oh, das riecht. Sieht echt cool aus hier. Der Rest, der ist für mich. So, ganz vorsichtig die Schokolade unterheben. Jetzt kommt das Eiweiß und gleichzeitig die Sahne. Wird alles abgeschleckt. Jetzt wird es vorsichtig untergehoben. Ich sehe keine Schlieren mehr, dann ist es wohl fertig. Lecker. Jetzt wird garniert. Erst mit Schokolade und für die Farbe Minze, Himbeere. Ich glaube, mir ist das Gericht ganz gut gelungen. Ich freue mich total, das jetzt zu probieren. Ist echt gut. Und die Soße dazu ist auch richtig, richtig gut geworden. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Lecker. Und jetzt seid ihr dran. Probiert es doch auch mal aus.